Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert. It's Roadtrip Time oder besser gesagt ein Trip in die Alpen. Wir fahren für eine Woche ins Tessin und da nehme ich euch natürlich mit. Und dabei schauen wir uns nicht nur den Verbrauch vom Auto an, auf dem Pass und auf der Strecke, sondern auch, ob er jetzt mit den Sommerreifen runtergegangen ist. Ich habe ein neues Ladekabel dabei und generell schauen wir uns ein bisschen mehr die Elektromobilität an. Auf geht's! Gleich das Wichtigste vielleicht vorab. Ich sage ja immer, wir nehmen viel mit, aber diesmal haben wir echt sparsam gepackt. Tatsächlich haben wir wirklich dieses Mal unser Equipment und alles, was wir brauchen, hinten in den Kofferraum ohne umgeklappte Rücksitze reinbekommen. Und es war sogar noch Platz für zwei große Geschenke für meine Frau, denn die hat über unsere Ferien Geburtstag. Und da beweist sich einmal mehr, 585 Liter, das ist genial. Vor allem, wenn man nur wie wir zu zweit für eine Woche wegfährt. Unten in der Kiste ist nichts drin, Platz hätte es immer noch genug. So mag ich das. Da ist übrigens besagtes anderes Ladekabel. Das lacht da schon so in Orange. Doch dazu später mehr. Jetzt fahren wir erstmal los, damit wir herrlich schön in den Stau kommen. Denn Tessin und Ostern, auf die Idee kommt ja außer uns normalerweise sonst niemand. Ich habe mir überlegt, jetzt wo Pump die CarPlay-Integration als Public Beta draußen hat, teste ich das doch mal auf der Fahrt ins Tessin. Nicht, dass wir das brauchen würden, weil bis dahin müssen wir weder laden, noch müssen wir bis dahin die Route planen, aber gucken wir es uns an. Ihr seht Pump im CarPlay-Menü und hier unten auf meinem Telefon habe ich es natürlich auch. Kleinen Moment, muss meinen PIN-Code eingeben. Da. Und das Schöne ist natürlich auch, wie schnell es ist. Wenn ich jetzt hier mal einen Ort eingebe und sage, so müsst ihr es sehen, Trip planen, dann hat er den da unten sofort berechnet. Dann öffnen wir mal hier oben Pump und ihr seht, es ist auch da instant da. Das ist natürlich noch nicht die gesamte Route, die ich fahren möchte. Ich möchte nämlich noch einen Stopp hinzufügen, denn eigentlich ist unser Ziel Leontica und nicht Disentis. Jetzt plane ich den Trip nochmal. Der Grund, warum ich das Zwischenziel da eingebe, ist einfach, dass wir über den Lukmania Pass fahren wollen. Und ihr seht direkt, kein Ladestopp nötig, Ankunft mit 22%. Starten wir doch einfach mal. Und das sieht schon sehr, sehr ansprechend aus. Ich finde es vor allem auch wirklich, wirklich gut, dass wir alle wesentlichen Informationen hier im Display sehen. Stummschalten geht mittlerweile auch und die Übersicht kann man auch noch mal aufrufen. Wenn man sich jetzt Pump hier mal anschaut, hat es oben vor allem unseren SOC und daneben auch den kalkulierten State of Charge, mit dem wir ankommen. Wir können ja jetzt einfach mal im Fahrzeug gucken und ihr seht, da hat er 83%, hier hat er 84%. Das kann passieren, diese kleinen Abweichungen, weil er bekommt den SOC ja über das Skoda Connect und jetzt ist er auf 83 und wie ihr seht, es gibt eine kleine Verzögerung zwischen Auto, Skoda Connect und Pump, aber die ist minimal, ein paar Sekunden. Und alleine, dass ich jetzt weiß, Ankunft bei meinem ersten Zwischenziel in Disentis, da war gerade übrigens wieder so eine schöne Fehlerkennung von dem Verkehrszeichen, lassen wir das. Das berechnet er dynamisch, das waren initial 40% und jetzt sind es 44%. Das ist ein Feature, das ich jetzt schon sehr mag. Ansonsten, ja, die Kartendarstellung ist Gewöhnungssache. Da oben hat er natürlich auch die Turn-by-Turn-Navigation, funktioniert einwandfrei. Also da hat Pump ein super Update rausgehauen. Aktuell noch in der Public Beta, empfehle ich aber jedem mal, der ein iPhone hat, zu testen. Leider nicht für Android verfügbar. Wir sind in Disentis Mustère angekommen und ja, Pump hat einwandfrei funktioniert. Wir sehen noch 53% haben wir. Zum Schluss hat Pump 50% geschätzt. Das ist super, lieber bin ich ein bisschen niedriger in der Schätzung und habe dann mehr als umgekehrt. Und jetzt sagt er natürlich auch, kein Ladestopp benötigt. Wir kommen mit ca. 33% an unserem Zielort an. Wir fahren jetzt über den Lukmania Pass. Das gibt aber ein separates Video. Habt ihr ja auch hier schon auf dem Kanal entsprechend sehen können. Ich verlinke es auch noch mal hier oben für euch.
und gucken einfach mal, was das für die Rekuperation und den Verbrauch bedeutet und auch wie gut Pump das berücksichtigt. Wir sind jetzt auf unserer Fahrt nach Olivone oben auf dem Lukmania-Pass angekommen. Da steht der rote Speicher elektrisiert-Flitzer inmitten einer herrlichen, wunderschönen Berglandschaft. Und ist es nicht faszinierend, dass dieser Pass dann trotzdem immer komplett geräumt ist? Aber wer hat schon Augen für den Pass, wenn er in diese Berglandschaft schauen kann? Wir machen eine kurze Pause, ich drehe hier noch ein anderes Video und dann fahren wir jetzt gleich runter Richtung Olivone. Wir sind in Olivone angekommen, den Lukmania-Pass runtergefahren. Trotz des Wintereinbruchs kein Problem mit Sommerreifen. Der Pass war komplett geräumt. Oben hatten wir zwar -4 Grad und hier sind wir jetzt schon wieder bei 8,5, 9 Grad angekommen. Man merkt, man ist im Süden. Pump hat uns nicht im Stich gelassen. Wenn wir uns das angucken, die Routenführung ist jetzt noch aktiv. Das Zwischenziel haben wir mit Disentis Muster hinter uns gelassen. 42% sagt Pump sind in der Batterie. Gucken wir nochmal beim Fahrzeug, das stimmt, 42% sind auch hier. Ankunft mit 37%, die ursprüngliche Berechnung waren 22%. Da sieht man einfach, was so die Rekuperation auch auf einem Pass bewirken kann. Das kann Pump natürlich auch nicht vollumfänglich berücksichtigen, weil es natürlich nicht weiß, wie gut ich im Rekuperieren bin oder das Fahrzeug. Aber es ist doch ein super Wert. Du denkst, du kommst mit 22% an und jetzt sagt er 37. Gibt es ja gar nicht wirklich einen Grund aufzuladen. Auch nicht hier, wo wir jetzt auf dem Parkplatz stehen. Hinter uns, da ist eine 22 kW Ladesäule. Benutze ich jetzt natürlich nicht. Denn unser Bed and Breakfast, wo wir jetzt hinfahren, hat auch eine Ladesäule. Und wenn, dann stecke ich da an. Angekommen in Leontica im Valle di Blenio, im Blenio-Tal beim Johninjo, unserem Bed and Breakfast für die nächsten paar Tage, wo wir hier im Tessin erholen und entspannen. Unsere Gastgeber Astrid und Urs haben uns unglaublich herzlich empfangen. Das Zimmer ist ein Traum und ja, ihr hört die Vögel zwitschern und ansonsten ist hier mehrheitlich einfach Ruhe und Entspannung. Die Ladestation, die befindet sich direkt in dieser Richtung. Wenn ich wollte, könnte ich hier tatsächlich mit dem Solarstrom, wie angenommen, auch aufladen. Gibt aktuell keinen Grund dafür. Die Kiste hat halt noch ihre 40% drin. Und da sind wir wieder beim Stichwort. Alltag Elektromobilität. Ja, auch wenn man in die Ferien fährt, auch wenn man über einen Alpenpass fährt. Man lädt nicht ständig auf, man hängt nicht ständig an der Säule. Ich vermute mal, ich werde hier unten höchstens einmal zwischenladen, je nachdem, wo es mich und meine Bleifuß-Lilly noch hinzieht. Und ansonsten werde ich hier genau einmal laden, bevor wir nach Hause fahren. Und gut ist, doch bis das soweit ist, werden wir die Gastfreundschaft hier von Astrid und Urs genießen. Wie gesagt, der Link zu ihrem Bed and Breakfast ist unten in der Beschreibung. Wir können es jetzt schon absolut empfehlen. Es ist einen Besuch wert. Und denkt einfach mal drüber nach, wenn es das nächste Mal für euch ins Tessin geht. Vor allem,
Schaut euch auch mal die Täler links und rechts an. Es muss nicht immer Ascona, Locarno oder Lugano sein. Er hat ja schon gesagt, ihr habt ein neues Ladekabel dabei. Genauer gesagt ein neues Typ 2 Ladekabel. Und das wollte ich einfach mal austesten. Ist auch hier schon drin in meiner praktischen Skoda-Box. Für die, die sich nach wie vor fragen, wo gibt es diese Box? Die ist Teil des Transportpaketes bei Skoda. Mir ist nicht bekannt, dass man sie separat kaufen kann. Und das ist sehr, sehr schade, weil sie so schön hinten in die Seite passt. Die aus dem Zubehör erhältliche Tasche von Skoda passt dort nicht hinein und ist meiner Meinung nach auch etwas arg teuer. Ja, geht aber nicht um die Tasche, geht um das, was drin ist. Tada! Ein anderes Ladekabel. Und das hier ist ein sogenanntes Helix-Ladekabel der Firma Lapp. Das ist vorgeformt in so einer Helix-Spiralform und geht auch immer wieder in eben diese zurück. Kein Aufwickeln, kein Verknoten, verspricht der Hersteller. Und genau das will ich austesten. Das habe ich nicht selbst gekauft, das hat mir die Energielösung GmbH zur Verfügung gestellt, www.energielösung.de. Das ist einer der neuen Partner, von denen ich sprach. Aber darum soll es in dem Video nicht gehen. Die stellen mir einfach ab und zu Material zur Verfügung. Dafür zahle ich nichts. Dafür teste ich das. Ich bekomme dafür kein Geld. Und was später mit dem Material passiert, eins ist sicher, ich werde es nicht behalten. Entweder schicke ich es zurück, aber wir reden momentan auch darüber, ob ich nicht das ein oder andere vielleicht unter meinen Zuschauern verlose. Ist aber noch nicht spruchreif, also pssst. Nichtsdestotrotz, ich will die Vorteile von diesem Kabel vertesten, darum habe ich das mitgenommen und gucken wir mal. Ein Riesenvorteil ist, dass diese Helix nicht unten im Boden hängt, beziehungsweise im Dreck liegt. Und wenn ich das jetzt hier mal dran mache, dann seht ihr das, die hat eigentlich nur einen Berührungspunkt gerade hier unten, sonst nichts. Könnte noch von Vorteil sein. Der andere Vorteil ist einfach, dass es sich halt wirklich easy aufnehmen lässt. Das tut es wirklich. Und ich es dann sofort wieder verstauen kann. Ja, Praxistest und vor allem Langzeittest stehen noch aus. Erster Eindruck gut, aber das heißt ja noch lange nichts. Von so einem Skoda Enyaq war der erste Eindruck ja auch bei den meisten Leuten perfekt. Und dann haben wir die ein oder anderen kleinen Mängel gefunden. In diesem Sinne, das braucht noch diverse Testladevorgänge. Das war jetzt schon sehr viel Inhalt und wir sind noch an Tag 1 dieses Alpentrips ins Tessin. Darum gibt es mehrere Teile. Wenn dir dieser Teil gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben. Und noch mehr würde ich mich natürlich über ein Abo von dir freuen. Wenn deine Unterstützung noch weitergeht, dann findest du unten in der Beschreibung einen PayPal-Link für eine Spende und denk doch einfach mal über eine Kanalmitgliedschaft nach. Im Gegenzug habe ich die Werbung massiv in meinen Videos eingeschränkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin bleib energiegeladen. Wie gesagt, der Link unten zu ihrem Ich hatte ja gesagt, Cut. Spannend ist vor allem der Energiegehalt links 37.950 Watt und Cut.